Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt's einen kleinen Ausflug in die 80er bzw. 90er Jahre. Und zwar hier mit dem Mercedes-Benz T124 Kombi, wie ihr sehen könnt, ja, E-Klasse. Hier von der Firma Norref im Maßstab 1:18. Und viele haben auf dieses Modell gewartet, ich inklusive. Endlich ist es jetzt mal da und wir schauen uns jetzt direkt mal die Details an. Originalverpackung seht ihr mir gerade eingeblendet und wir gucken uns natürlich jetzt hier auch als erstes die Front an. Wie ihr sehen könnt, ganz klassisch gehalten, ja, so wie es damals üblich war in den 80er, 90ern. Die großen viereckigen Scheinwerfern vorne, ja, auch Scheibenwischer sind dran an den Scheinwerfern und natürlich der Mercedes-Stern und der Grill, der hier nicht durchstochen ist, soweit ich das richtig erkennen kann. Und naja, gut. Kann man machen, ist mir jetzt nicht ganz so wichtig, sage ich mal. Wichtiger sind andere Details, die hat er auf jeden Fall. Und wir schauen die Seite an. Hier, Kenner wissen schon, wer das designt hat. Natürlich, es ist Bruno Sacco gewesen, der mit den legendären Sacco-Brettern oder Sacco-Leisten, kann man sagen, wie man möchte. Die sind auf jeden Fall, ja, bezeichnend für diese Fahrzeuge und sieht nach wie vor meiner Meinung nach gut aus. Und hier dieser ellenlange Kofferraum, ja, da war noch richtig viel Platz im Prinzip im Kofferraum, ja, da konnte man richtig viele Sachen unterstauen. Und ja, Heckansicht ist klassisch, ja. Hier dieses Eckige, was damals sehr beliebt war, das ist heute teilweise, wird es wieder verwandt, besser gesagt, diese eckigen Kanten. Allerdings, ja, nicht von Mercedes jetzt direkt, aber halt von anderen Autos, wo man Kanten sieht, was aber meiner Meinung nach jetzt nicht so schön ist. Ja, achso, die Felgen passen übrigens auch sehr gut zu dem Fahrzeug, wie ich finde. Ne? Und ja, hier klassische Heckleuchten, ja, wie man sie eben kennt. Und die andere Seite sieht natürlich auch identisch aus. Und wir schauen uns jetzt mal den Motorraum nochmal an. Dazu wieder das klassische Saugtool, was ja bei dem einen oder anderen Zuschauer offenbar sehr beliebt ist. Es ist ja auch praktisch. Das ist der Motor, ist gut gemacht, kann man machen, ist detailliert. Da sage ich nichts, ne? Mehr geht natürlich immer, aber das ist schon im Großen und Ganzen in Ordnung. Schauen wir uns diesen großen Kofferraum an. Ne? Der ist auch ein Highlight, wie ich finde. Also erstmal geht er überhaupt auf, ja, das ist auch schon mal Lob. Kleiner Kritikpunkt an der Stelle, er geht leider nicht mehr auf. Ja. Also das ist alles, ich meine, das ist das, was ich jetzt nicht so doll finde am Wagen. Das hätte man durchaus besser machen können, das ist ja. Aber immerhin geht er überhaupt auf, muss man auch mal sagen. Dann sticht hier gleich hervor die Chromleiste hier, ja, zum Verladen des Gepäcks, damit nichts kaputt geht und zerkratzt. Das sieht natürlich sehr gut aus, ist leider kein echtes Metall bzw. Chrom, das ist Plastik, aber naja, gut. Dafür ist der Innenraum beflockt, so wie es sein sollte. Das gefällt mir sehr gut. Auch die Seiten hier jeweils, das ist mit Teppichimitat ausgekleidet. Hier auch noch der kleine Aufkleber zu sehen. Ja, das ist wirklich gut. Ne? So muss das sein. Auch hinten an der Rückbank, da ist auch Teppichimitat zu sehen. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Jetzt habe ich noch einen kleinen Stargast für euch. Und zwar hier, schaut mal her. Das hier ist ein ehemaliges Spielzeugauto von mir, von Siko. Ja, genau derselbe Wagen. Mit dem habe ich früher immer sehr gern gespielt. Ne? Und jetzt ist er endlich mal im Maßstab 1:18 vorhanden. Sehr ramponiert natürlich, ne? Aber klar, als Kind achtet man darauf nicht. Kofferraum geht hier auch auf. Ne? Hält sogar noch. So muss er natürlich nicht aufgehen, der Kofferraum von dem Wagen, aber wenigstens so, ja, so wäre okay gewesen. So dass man halt richtig rankommt. Aber naja, hier, wie gesagt, kleiner Special Guest aus der Kindheit. Ich habe gehört, es soll auch Kinder geben, die statt mit sowas spielen, offenbar auch solche Autos benutzen. Was sagt ihr dazu? Habt ihr auch solche Kinder, beziehungsweise kennt ihr welche? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wir schauen uns jetzt mal den Innenraum an. So, hier die Fahrerseite. Ist auch in Ordnung. Fußraum ist auch mit Teppichimitat ausgekleidet, das ist gut. Ja, das Armaturenbrett und alles auch sehr detailliert, Mittelkonsole. Das ist schon okay. Ja, hier auch, sieht wirklich sehr gut aus. Auch die Türtafeln sind gut gemacht. Also da kann man nichts sagen. Auch hier sehe ich gerade die Versteller der Sitze. Auch die Beifahrerseite, ja, entsprechend gleich. Sehr gut gemacht. Gefällt mir. Gibt es nicht so viel zu beanstanden. Das ist wirklich gut. Schiebedach hat er auch angedeutet, das geht leider nicht auf. Aber naja, im Großen und Ganzen, der Wagen ist in Ordnung. Das ist ein solides Modell. Auch wenn es jetzt nicht ganz billig ist, aber immerhin
es geht alles auf. Ihr wisst, das ist wichtig, zumindest für Leute wie mich, also Sammler. Und ich weiß, dass unter euch auch die meisten das bevorzugen, wenn Teile aufgehen. Ja, was sagt ihr zu dem Fahrzeug? Gefällt es euch auch so gut wie mir? Also ich finde den ganz gut. Der ist auf jeden Fall würdig, in eine Sammlung aufgenommen zu werden. Ich hätte, wie gesagt, auch erwartet, dass sie vielleicht ein Modell machen, wo überhaupt nichts mehr zu öffnen ist, wie letztens vorgestellt auch. Beziehungsweise werde ich ihn, glaube ich, noch vorstellen von der neuen C-Klasse, aber naja. In dem Sinne, schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch ihr dazu sagt. Gebt mir einen Daumen nach oben. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schaut euch jetzt hier das nächste Video an. Macht's gut. Ich habe übrigens auch schon die Limousine hier vorgestellt. Also bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.